sag es und dann wag es. Ruf es und dann tu es. Sing es und dann nimm es. Sage, rufe, singe, alles Glück dir bringe. Löwenzahn, Dandelia, Taraxaja, Pusteblume. Was wäre, wenn der Löwenzahn gar kein Unkraut wäre, sondern ein Naturwesen, eine verzauberte Wiesenhexe? Ich habe sie kennengelernt. Das ist mein Bilderbuch, mein Buch gebunden aus lauter einzelnen Bildern. Das Thema war die Pusteblume, der Löwenzahn. Und was ich in diesem Projekt gesucht habe, das war der Weg von der Naturbeobachtung hin zum abstrakten Bild. Und da habe ich ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Also wie ihr seht, es ist fast auf jedem Blatt eine andere Technik, habe ich eine andere Technik angewendet. Und ja, auf diesem Weg habe ich auch ganz viel rausgefunden über meine Technik, wie ich Bilder gestalten will, wie ich vorgehen will. Und zuerst dachte ich, das sind ja lauter Umwege, das hat ja gar nichts mehr mit Malen zu tun. Wenn ich dann Kordeln geflochten habe oder Papier gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, dass die verschiedenen Techniken, die ich ausprobiert habe, alle dazu beigetragen haben, dass mein Bild nachher richtig gut geworden ist. Und wer meine Videos kennt, weiß auch schon, dass ich wenn ich in der Natur beobachte, auch immer Naturwesen begegne. Und hier darf ich vorstellen, das ist Dandelia, eine kleine Löwenzahnhexe, Pusteblumenrebellin, und sie hat mir eine Menge über ihr Leben verraten und mich auf diesem Weg begleitet. Hier ist ihr Lebenskreislauf. Das habe ich auf pflanzengefärbtem Papier gemalt. Anscheinend ist es besser, wenn man die Stängel abmacht. Im April kamen die Blüten, im Mai dann die Pusteblume. Dann jetzt im Juni gibt es nicht mehr ganz so viele Blüten, aber schon noch. Dann im Juli, August kommt eine Blühruhe, bis es dann im September zu einer zweiten Blüte kommt. Und dann ab Oktober steckt die Pflanze ihre Kraft in die Wurzelbildung. Da kann man dann auch die Wurzeln ausgraben und essen oder als Kaffee rösten, bis dann eben die Winterruhe kommt und im März dann die ersten Blattrosetten wieder erscheinen. Das ist ein Bild, da habe ich aus einem Blatt, von dem ich dachte, es wäre nichts geworden, habe ich dann die Löwenzahnblätter-Umrisse ausgerissen und quasi die ganz frühe Märzrosette damit gestaltet. Und hier die Wurzel, die getrocknete. Da waren dann also noch die Blütenstängel dran. Ich habe die Blütenstängel rausgezogen und dann kam zufälligerweise die ganze Wurzel mit. Ich habe da gar nicht versucht, die auszugraben, die kam einfach so raus. Und weil ich keine Zeit hatte, das abzumalen, habe ich das Ganze in eine Plastiktüte rein und in den Kühlschrank gelegt. Und dann habe ich es vergessen, und als ich nach 2 Tagen wieder danach geschaut habe, haben sich die ganzen Blütenstängel aufgerichtet im Kühlschrank drin. Also daran sieht man schon mal, was Löwenzahn für eine widerstandsfähige Pflanze ist. Sie lässt sich von Kälte nicht beeindrucken. Da habe ich mal versucht, so eine ganz detaillierte Zeichnung zu machen. Ein paar botanische Details, die ich nicht wusste. Im Mittelalter war die noch sehr selten. Es gibt einen Schmetterling,
der sich besonders gerne vom Löwenzahn ernährt. Der ist auch ein bisschen so gelb. Für mich sieht er ein bisschen aus wie eine Motte. Und was mich total erstaunt hat, dass es 120 Wildbienen gibt, die da ihren Nektar finden. Noch ganz viele andere Tiere. Und er vermehrt sich selbst ganz asexuell ohne Befruchtung. Das habe ich auch nicht gewusst. Und hier, das ist das Papier, gefärbt aus Löwenzahnblütenblättern. Da habe ich mir die Mühe gemacht und habe wirklich die ganzen gelben Blütenblätter abgezupft und dann 15 Minuten geköchelt und dazu das Papier reingelegt, zusammengefaltet. Und da ist eine richtig tolle, intensive Farbe geworden. Das ist einfach nur Spritztechnik mit Tinte. Und hier habe ich die Pusteblume gemalt und dann ist was passiert. Dann ist das Schreiben wieder aufgetaucht. Ich habe ja sehr viele Jahre viel geschrieben, Romane, Kurzgeschichten und Fachbücher und jetzt schon längere Zeit nicht mehr so viel. Und dann kam hier so ein Zauberspruch. Also wenn man die Löwenzahnblüte anpustet, kann man sich ja was wünschen. Und so ein Wunschspruch kann sein: Sag es und dann wag es. Ruf es und dann tu es. Sing es und dann nimm es. Sage, rufe, singe, alles Glück dir bringe. Und hier habe ich dann den Flug der Pusteblumenschirmchen gemalt mit Tinte. Und dann nachher habe ich da draußen eine Collage zusammengeklebt. Das kann man jetzt gar nicht mehr so genau erkennen. Und ich habe dann Bienenwachspellets darüber gestreut und das gebügelt. Und dann wird das Papier so durchsichtig. Das ist auf jeden Fall eine Technik, mit der ich noch weiter experimentieren möchte. Das gefällt mir total gut. Hat auch jetzt so eine wachsige Oberfläche. Sehr schön. Und hier die Blumenwiese. Das ist dann so in meiner Technik entstanden. Was mich ja am meisten freut, ist, dass ich quasi sowas wie meine eigene Technik entwickelt habe. Das, was das für mich jetzt so das Besondere daran ist, dass ich quasi recht schnell arbeite, so schnell, dass mein Kopf eigentlich nicht hinterherkommt, zu überlegen, ist es richtig oder falsch, sondern dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, ob ich beobachte oder ob ich spüre. Und das ist das, was ich immer suche, dass das verschwimmt, ja. Also, dass ich nicht quasi diejenige bin, die von oben drauf guckt und entscheidet, so und so, sondern dass das Wahrnehmen so tief in mich eindringt, dass es dann meine Bewegung leitet, ja. Und mit Bewegung meine ich dann, also es ist halt dann oft der ganze Körper, vor allem wenn ich auf dem Boden sitze und dann der ganze Arm mitgeht und der Wind durch die Haare geht und ich die Luft spüre und die Sonne und sowas. Also da sind dann so viele sinnliche Reize da gleichzeitig. Man muss sich dann da überhaupt keine Gedanken machen, ob man jetzt irgendwas macht, was gar nicht dazu passt. Also es passt immer dazu, ja, weil wenn man sich so aufmacht mit allen Sinnen, dann wirkt es durch einen durch und wirkt auch in die Hand hinein und wie man dann den Stift bewegt oder die Kreide oder die Farbe oder sowas. Und das, was jetzt so mein Trick ist, ist quasi, dass ich dann, sobald ich was anderes wahrnehme, das Blatt drehe und auch den Stift wechsle. Und dadurch wird es dann so wundervoll reichhaltig. Und ja, das Spannende war dann, also ich wusste ja die ganze Zeit nicht, ob ich das dann auch im Ölbild machen kann, weil das dann einfach ein ganz anderer Ablauf ist. Ja, aber ich habe es geschafft,
Ja, und da ist es jetzt, das fertige Bild. Es ist am Ende ein Bild entstanden, das nichts mehr zeigen muss, aber in seiner Stimmung an alles erinnert, was ich erlebt habe. Und ich bin unglaublich zufrieden mit dem Bild. Also die ganze Power von Dandelia, von der Wiese, vom Draußensein, das alles steckt da drin und die Leichtigkeit. Also ich habe mich entschieden, nicht die gelbe Löwenzahnblüte zu malen, sondern dieses Pusteblumenfliegen. Und so ist es jetzt hier. Da wird kein Löwenzahn abgebildet. Und trotzdem ist es genau für mich der Moment, aus dem ein Bild entsteht, aus der Beobachtung das Bild entsteht. Ja, und es macht mich einfach total glücklich und es ist so kraftvoll und gleichzeitig leicht und die Farben sind wunderbar intensiv geworden und ja, sie leuchten auch ganz kräftig und das passt zu dem ganzen Wesen von Dandelia. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Bild. Und hier habe ich eine Blumenwiese genommen und habe Fotos von mir als Kind drauf festgenäht, weil man auf Gouache nicht kleben kann. Da war ich 1 Jahr alt. Da haben sie mich im Kinderwagen auf die Wiese gestellt. Da war ich 3 und da war ich wahrscheinlich so 13 oder so. Und ich glaube, mir hätte damals das Wiesenlied sehr gut gefallen. Frühlingsfülle, goldene Blüte, Dandelia ruft das Morgenlicht. Hände, Herz und Geist behüte, wenn die Erde zu dir spricht. In dir wohnt Kraft, in dir wohnt Wonne. Tanze Licht in diese Zeit. Mit deinem Sein, mit deinem Wirken, bringe Schönheit himmelweit. Hier nochmal die Wiese mit dem Löwenzahn, mit Dandelia. Und da ist dann das Gedicht entstanden über das Kordeln. Kordeln heißt das Wort, habe ich gerade gesucht. Das habe ich also einige Kordeln gemacht. Die sind unglaublich elastisch, ganz schön beweglich. Und die haben wunderschöne Farben. Seht ihr das leichte Rot, Rosa? Richtig toll. Und da ist irgendwie was Harziges drin in den Stängeln und dadurch werden die so schön elastisch und wunderbar haltbar. Und beim Kordeln ist mir dieser Spruch eingefallen. Winde, Stärke, Verbindung, Zwirble, Heilung aus Sonnenkraft. Was ich verwinde, Neues finde, Wandlung ist vollbracht. Jetzt kommt das Glanzstück. Ich habe nämlich aus den Löwenzahnblütenblättern habe ich Papier gemacht. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, das duftet ganz intensiv, hat eine ganz tolle Maserung und Struktur, auch eine richtig schöne Farbe. Und das ist so kostbar, weil ich nur dieses eine einzige Blatt gemacht habe. Ich habe nämlich noch keinen Schöpfrahmen. Und deswegen bewahre ich das jetzt hier in der Tasche auf. Und wenn ich mehrere gemacht habe, dann überlege ich mir, ob ich da vielleicht mal einen Lampenschirm draus nähe. Das ist die andere Hälfte von dem Blatt, was meiner Meinung nach nichts geworden ist. Das jetzt habe ich dann auch aufgenäht. Nähen auf Papier finde ich auch was ganz Spannendes. Oder Sticken. Da werde ich auf jeden Fall auch noch weiter damit experimentieren. Hat mir viel Spaß gemacht. Und hier habe ich einfach ein Löwenzahnblatt aufgeklebt. Es hat noch so eine ganz raue Struktur. Und ein Ausmalbild darf natürlich auch nicht fehlen. Da ist mir dann die junge Dandelia entgegengekommen, die hier über die Wiese tanzt und ihre Hand der Biene hinhält, weil sie ist nämlich eine große Bienenfreundin. Und der Hase im Gras darf natürlich auch nicht fehlen.
Und sie tanzt im Kreis mit ihren Schirmchen. Und da am Rand noch die Bienenwaben. Und dann ist was Lustiges passiert. Dann ist mir eingefallen, dann Delia, wenn die einen Instagram-Account eröffnen würde, was würde sie wohl posten? Ja, da steht sie hier an der Klippe oder am Abhang, am Berg, am Spalt. Und die Sprüche, die sie mir zugeflüstert hat, die fand ich echt toll. Ich wachse, wo andere längst aufgegeben haben. Meine Überlebenskunst. Das sind erdnahe Gedanken. Kraft überall und natürlich eine sture Wurzel. Wer wüsste das nicht, dass sie wild und weise ist? Und natürlich ihr Statement zu den Bienen. Es ist ihr Beitrag zum Überleben aller. Das stimmt. Wenn die Bienen leben, ist es Weiterleben für alle. Und hier wieder die Bienenwaben. Und dann natürlich, wenn da steht, Rasen betreten verboten. Also nichts hier englischer Rasen, sondern ich bin hier, auch wenn du mich nicht willst. Ich wachse trotzdem. Wildheit ist Schönheit. Dann Delia, unbeirrbar. Und natürlich kann man ja auch den Löwenzahn essen oder trinken als Tee. Und erst bekämpfen sie mich und dann kaufen sie Detox-Tee. Man kann auch Löwenzahntee trinken. Kein Unkraut. Krautwissen, Naturverbündete. Und hier wird das Bild schon ein bisschen abstrakter. Also man kann noch erkennen, dass es so eine Wiese ist, vielleicht im Morgennebel. Und die Blüten, die sich so langsam verwandeln hin zur Pusteblume. Da weht so richtig schön der Wind durchs Gras. Und das ist die Wurzelkraft. Dafür habe ich Farbe selbst gemacht aus Ton. Und das ist die Erde aus meinem Garten und Kohle und Asche. Und das ist Cannstatter Travertin. Den findet man hier ziemlich oft. Das ist ganz, ganz tolles, intensives Gelb. Ja, selbstgemachte Farben. Das bleibt weiterhin mein Projekt. Und dann der passende Spruch dazu. Wurzeln, das uralte Wissen der Erde. Entfalten, verwurzeln, dem Zyklus vertrauen. Wildweise, unbeirrbar. Und da wurde das Bild jetzt schon richtig schön abstrakt. Auch nochmal die Wiese, vielleicht schon dann Richtung Herbst, wenn die Wurzelkraft wichtiger wird. Da kann man jetzt nur noch das Löwenzahnmotiv erkennen, wenn man es weiß. Ne? Aber das ist auch nicht wichtig. Also ich will ja dann nicht den Löwenzahn abbilden, sondern die Energie und auch das, was der Löwenzahn mit mir gemacht hat, während ich ihn beobachtet habe und gemalt habe. Ja, das Leporello, das habe ich auch angenäht. Hätte ich kleben können, wahrscheinlich, aber ich fand es mit dem Nähen dann irgendwie eine tolle Idee. Ja, und hier sind die ganzen Draußenbilder entstanden. Ich habe überlegt, ob ich daraus auch Bilder machen will, also drüber malen, weitermalen. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie, wenn ich das hier so ausbreite und anschaue, dann erinnere ich mich, wie es war, da in der Wiese zu sitzen und die ganze Energie zu spüren und zu merken, wie der Wind durch mein Haar pustet. Und ja, das sind so die Momente, an die ich mich total gerne erinnere, wenn ich ganz ins Spüren hineinkomme und eigentlich nicht mehr weiß, ob ich jetzt überlege, was ich male oder ob es einfach mit mir geschieht. Das ist dann wie so ein Zwischenzustand, ja, zwischen Bewusstsein und ja, sich ganz einlassen auf die Sinneseindrücke und auf die Natur. Und deswegen habe ich es so gelassen und hier am Ende reingesteckt. Meine Webseite heißt ja Bildergeschichten. Ja, und hier habe ich also eine Bildergeschichte zusammengefügt.
Und es ist gleichzeitig eine super tolle Inspirationsquelle für andere Projekte, die ich in Zukunft machen werde. Kann ich immer wieder reinschauen und mich erinnern, ach ja, das wollte ich noch ausprobieren und die Technik könnte ich mal wieder machen. Eine richtig schöne Sammlung, die mich total freut. Die Kordeln dazu, das kleine Schälchen, ist echt eine Kostbarkeit. Mit 3 Kugeln als 3 Wünsche. Noch mehr Kordel. Und die getrocknete Wurzel. Jetzt bin ich ganz arg gespannt zu hören, ob ihr den Löwenzahn immer noch als Unkraut anschaut oder ob ihr vielleicht auch manchmal Dandelia vorbeihuschen seht und ob sie euch irgendwas zuflüstert. Also, lauscht in die Natur hinein.